Der junge Fahrer, der sich hinter einem Mülleimer versteckt hatte, glaubte, er sei entkommen. Aber ein aufmerksamer Zeuge verriet ihn. Der Fahrer einer Harley-Davidson ohne Kennzeichen entschied sich zur Flucht, verschwand jedoch in einer Funkenwolke. Ein Dirtbike-Fahrer versuchte alles, um der Polizei zu entkommen. Mal sehen, ob er es schafft. Der Hayabusa-Fahrer hielt einfach nicht an. Das verärgerte die Polizisten ein wenig. Sie erfahren gleich mehr darüber. Was in den Polizeiberichten steht, wird sie wirklich überraschen. Hey, wrecked out here from Walmart. Ein ganz normaler Nachmittag, bis ein Fahrer vor Caseys Tankstelle mit einem Wheelie alles durcheinander brachte. Am 15. November 2025 um 13:50 Uhr bemerkte Trooper Caleb Dobbins während seiner Streife auf der Rogers Avenue einen schwarzen 2022 Yamaha-Motorradfahrer, der einen Wheelie machte. Die Polizei nahm sofort die Verfolgung des Fahrers auf, der in die Tankstelle gefahren war. Als er die Blaulichter einschaltete, bog der Fahrer in ein Feld ab und begann zu fliehen, woraufhin sich die Verfolgungsjagd plötzlich ins Geschäftszentrum von Fort Smith verlagerte. Der Fahrer versuchte, seine Verfolger abzuschütteln, indem er zwischen den Parkplätzen von Geschäften wie Hideaway Pizza, Aldi, Walmart, River Valley Smile Center und Jiffy Lube hin und her slalomte. Der Polizeibeamte meldete die Kleidung des Verdächtigen an die Polizeizentrale. I guess I am. We're back westbound on Rogers Avenue, heading into Fort Smith. Wenn du actiongeladene Fluchtvideos und detaillierte Polizeiberichte liebst, kannst du unseren Kanal abonnieren. Jede Woche erwarten dich 2 neue Videos. 97% unserer Zuschauer sind noch nicht abonniert. Wenn dir unser Video gefallen hat, vergiss bitte nicht, uns zu abonnieren. Als der Polizeibeamte den Fahrer wieder sah, wurde die Verfolgungsjagd noch stressiger. Der Fahrer ignorierte rote Ampeln an Kreuzungen und fuhr auf die Gegenfahrbahn, wodurch er den Verkehr lahmlegte. Dank Hinweisen von Bürgern aus der Umgebung der Phoenix Avenue und Massett Road konnte die Verfolgung ausgeweitet werden, wobei der Fahrer sowohl mit Fahrzeugen als auch mit Fußgängern in lebensgefährliche Situationen geriet. And now he's at Jiffy Lube parking lot. He doesn't have anywhere to go. I don't know what he's doing. Back on Mazard. Going back towards Rogers. And continuing through Rogers, still on Mazard. Turning into back of Walmart. Turning into Walmart. Yeah, right now we're going back down Mazard, going back towards Rogers. Back down Mazard towards Rogers. He's going into oncoming traffic now. Or do you want me to stop him? Then more oncoming traffic. Rogers going towards Walmart. Rogers towards Walmart. Hey, wrecked out here from Walmart. Dank der klugen Verfolgung und dem geschickten Manöver der Polizei verlor der Fahrer die Kontrolle, als er auf die Grünfläche am Straßenrand ausweichen wollte und stürzte. Doch damit war die Verfolgungsjagd noch nicht zu Ende. Machen Sie sich bereit für ein tragikomisches Ende. Going into the ditch. Then more right now on Bridge, running towards the ditch. He's in the street right here. Die Polizei führte eine schnelle Suche am Tatort durch, konnte den Verdächtigen jedoch nicht finden. Es handelte sich um ein Gebiet mit hohem Grasbewuchs. Nach einer kurzen Suche stieg die Polizei in ihr Auto, um andere Orte zu überprüfen. Sie fuhr sogar bis zu den Mülltonnen, hinter denen sich der Verdächtige versteckt hatte, kehrte jedoch um. Was geschah dann?
Als der Polizist zurückkam, sagte ein Mann, dass sich der Verdächtige hinter den Mülltonnen versteckt habe. Der Verdächtige freute sich gerade, dass die Polizei weg war. These dumpsters over here. Der Polizist kontrollierte die Mülltonnen. Er konnte den Verdächtigen jedoch nicht finden. In diesem Moment sagte ein anderer Zeuge, dass sich der Verdächtige hinter den Tonnen versteckt habe. So wurde der Verdächtige gefasst. Hey, come here. Come right here. Bro, I'm not gonna lie, I'm hurt bad. I'm hurt bad. You ain't hurt that bad. No, my collar. Oh, that stinks. 10:15. 10:15. Was denkst du zu diesem Thema? Hätte die Polizei diesen Fahrer ohne Zeugenaussagen fassen können? Ist die Polizei in dieser Hinsicht wirklich ausreichend ausgestattet? Die Action geht weiter. Collar. What? My collar. What's your collar? The one that you're pushing on, sir. 10 mile unit. No, it's mine. It's me, bro. I made a dumb decision. 10:15. I don't got nothing. Shit. Why are you running? Bro, I got scared. I'm not from here. I just moved here yesterday. So you I'm run such from a the police? fucking dumbass, You run bro. from the police in a place you don't know? I know, bro. I'm so sorry, bro. It's not you. It's me. It's me. I made a dumb decision. I know it ain't me. Yeah. Taking a left. Eine routinemäßige Verfolgung, die um Mitternacht begann, entwickelte sich innerhalb kurzer Zeit zu einer Verfolgungsjagd mit Vollgas. Am 20. März 2025 gegen 0:09 Uhr versuchte das Salem County Sheriff's Office, ein Suzuki Hayabusa Motorrad ohne Kennzeichen in der Nähe der Arch Street und North Spring Lake anzuhalten. Gemäß den Vorschriften wurden zunächst die Lichter ausgeschaltet und die Verfolgung mit sicherer Geschwindigkeit fortgesetzt. Als jedoch ein Streifenwagen der Interstate 530 South das Motorrad einholte und seine Notfallausrüstung aktivierte, änderte sich die Lage. Die beiden Fahrzeuge fuhren nebeneinander her und obwohl das Motorrad ruhig zu sein schien, schaltete sich Trooper Tyler Riles ein, sobald es auf die I-30 Ost abbog und die Verfolgungsjagd geriet außer Kontrolle. We're out there. 14, I'm taking 30 keep now. 130. Still out 30 eastbound, approaching the Arkansas River Bridge. He's still on 60 miles. Still east on 30, 356, light traffic. We got there for safety blocks to get with between barriers. Der Fahrer fuhr für ein Sportmotorrad relativ langsam. Die Polizei versuchte daher häufig Blockademanöver, aber der Fahrer setzte seine Flucht vorerst fort. I'll get on his left side. Is Deputy still behind you? Yeah, 10-4, Wayne County still with us.
Nach dem letzten koordinierten Blockademanöver der Polizei wurde die Verfolgungsjagd noch spannender. Diese Manöver zeigen die Tendenz der US-Polizei, den Fahrer durch Sperren der Fahrspur, enge Verfolgung und gegebenenfalls physische Interventionen schnell außer Gefecht zu setzen und stehen in klarem Kontrast zu den zurückhaltenderen, luftgestützten und ferngesteuerten Taktiken in Deutschland. Was wäre Ihrer Meinung nach der sicherste Weg, um solche Motorradfluchten mit Geschwindigkeiten von bis zu 130 Meilen pro Stunde auf Autobahnen zwischen Städten zu stoppen? Do not drop oxygen at those high speeds. Cruising about 65, you back up. Speed's about 135. Light traffic. Past the 8, speed's about 130. Low traffic. You're still going too fast, you've been focused hard. We get into 2 lane in Jacksonville Airport area. Anything today? Bei den Versuchen, an der Ausfahrt Redmond zu entkommen, versuchte der Motorradfahrer zunächst nach links abzubiegen, fuhr dann auf den Bürgersteig und versuchte, eine ähnliche Linie wie die Betonbarriere zu fahren. Und schließlich versuchte er, sein Fahrzeug vor den Trooper zu schieben und aus dem engen Zwischenraum zu entkommen. Als der Trooper sein Fahrzeug an die Barriere heranfuhr und damit die Fluchtmöglichkeit für das Motorrad versperrte, versuchte der Verdächtige, in den schmalen Spalt zwischen Barriere und Fahrzeug zu fahren. Genau in diesem Moment stieg der Beamte aus seinem Fahrzeug aus, griff physisch ein, holte den Fahrer vom Motorrad und wurde von anderen Troopern überwältigt. Little Davis, where do you live? Where? Have I chased you before? Didn't I chase you in the black truck and they pitted you out here on the 440 state police did? You didn't learn your lesson the first time? You got anything illegal? Any illegal narcotics? What are you running for, man? So you just run from the police? You didn't learn last time when I tried to stop you? And you ran and they pitted you out right back here? Come on, bro. Whose bike is this? Mine, sir. Very quick reason. All right, before I get my truck off. Diese Verfolgungsjagd begann mit einer gewöhnlichen Streifenfahrt. Doch innerhalb weniger Sekunden artete sie in völliges Chaos aus. Am Samstag fuhr ein Autofahrer mitten im dichten Verkehr mit einem Wheelie an einem Polizeiauto vorbei und forderte die Polizei auf der Geyser Springs Road regelrecht heraus. Als die Polizei ihre Warnblinkanlage einschaltete, tat er so, als würde er anhalten und raste dann plötzlich davon. Zuerst fuhr er in einen Parkplatz, dann bis zur Rückseite des Hauptquartiers der Arkansas State Police. Aber anstatt aufzugeben, kehrte er um und floh in Richtung Süden. Der Fahrer verschwand zwischen Einkaufszentren, aber die Einsatzkräfte fanden ihn wieder und diesmal fuhr er auf die Auffahrt zur Autobahn I-30. Hier kam es zum verrücktesten Moment.
Please stop. Der Verdächtige sprang von der Nebenstraße über die Talbrücke auf die Autobahn und machte dann auf dem MC Daniel Drive eine Kehrtwende, um auf der Gegenfahrbahn der I-30 zu fliehen. Solche Manöver sind bei Verfolgungsjagden in Deutschland fast unmöglich, da die Autobahnen viel besser kontrolliert werden. Aber in den USA ist die Fluchtmöglichkeit ebenso hoch wie der Mut. Little Rock is going the wrong way on the surface road. Back. Wrong way on the surface road. Schließlich gelang es dem Fahrer, über ein Feld zu fliehen und einen Drahtzaun zu überwinden. Und als die Einsatzkräfte den Blickkontakt verloren, wurde die Verfolgungsjagd beendet. Wer ist dieser Mann? Wo ist er verschwunden? Das ist derzeit völlig unbekannt. Glauben Sie, dass dieser Flüchtige eines Tages wieder auftauchen wird? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren. Aus welchem Land verfolgen Sie die Nachrichten? Und wie würde die Polizei in Ihrer Stadt auf eine solche Verfolgungsjagd reagieren? Da wir weitere Bilder zu einer zuvor veröffentlichten Verfolgungsjagd erhalten haben, möchten wir diese erneut teilen. Es gibt interessante Bilder davon, wie der Verdächtige ohne anzuhalten flüchtete. You got a motorcycle endorsement? Motorcycle endorsement. Yeah, you got a license to drive a motorcycle? It's yes or no? No. Okay. You got insurance on the bike? I do. Valid insurance? You got proof of valid insurance? I don't have anything on me. Okay. All right, do me a favor, man. Throw the kickstand down and hop off for me. Hey, 209 Central, he's running. Diese Verfolgungsjagd begann nur wegen eines fehlenden Nummernschilds, endete jedoch in einem tödlichen Unfall. Die Polizei von Alexander wollte ein Motorrad ohne Kennzeichen anhalten, aber statt anzuhalten, raste der Fahrer auf die Interstate und begann zu fliehen. In diesem Moment schaltete sich die Arkansas State Police ein und übernahm kurzzeitig die Kontrolle über die Verfolgungsjagd. Die örtlichen Einsatzkräfte übernahmen jedoch wieder die Führung und drängten das Motorrad mit der TVI-Methode, die anstelle der taktischen PIT-Methode eingesetzt wurde, gegen eine Betonbarriere. Der Fahrer wurde in die Luft geschleudert und fiel auf die Straße. Aber dann passierte etwas Unglaubliches. Das Motorrad fuhr ohne Fahrer weiter, legte eine kurze Strecke auf der Autobahn zurück und prallte dann gegen das Polizeiauto von Alexander. Stop! Stop! Hey! Get on the ground! Hey, get on the ground! Get on the ground!
Get on the ground now! Ein solcher Anblick ist in Deutschland fast undenkbar, da bei Verfolgungsjagden mit hoher Geschwindigkeit solche aggressiven Manöver nicht erlaubt sind. In den USA werden die Taktiken mit steigendem Risiko immer härter. Dieser Vorfall ist der beste Beweis dafür. Der Fahrer wurde am Unfallort festgenommen und in Gewahrsam genommen. Warum ist dieser Mann Ihrer Meinung nach geflohen? War es dieses Risiko nur für ein Nummernschild wert? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren. Wie wäre diese Verfolgungsjagd in Ihrem Land ausgegangen? Wo sehen Sie sich das an? I just go to see my fucking mom. You have no reason to pull me over. You got no license plate on that bike, man. Yeah, pull out of the fucking gas station after me. Yep, onto a public roadway or highway with no registration. You fucked me up. Okay. Well, just past the 111. It's fucking horse shit, dude. I felt him clip the outside. You had plenty of opportunities. Clip the outside. Look at me, look at me. You ran into me. Stop talking, stop talking. You got ID. Vergessen Sie nicht, sich für weitere Videos anzumelden. Bis bald! You had plenty of opportunity to stop. He's got a warrant out of Clay County. Roll that back this way. Sit on your butt.